Hallo, ihr seid auf meinem Kanal, wo ich meine Handelsstrategien teile. Danke für eure Unterstützung, für Likes, Abos und Kommentaren. Wenn ihr irgendwelche Fragen oder Ideen für die nächsten Videos habt, schreibt bitte diese in den Kommentaren. Auch wenn ihr von mir Handelssignale bekommen möchtet, habe ich meinen Telegram-Kanal in der Beschreibung des Videos hinterlassen. Meldet euch dort, schreibt mir das gute Wort Signale und ich füge euch hinzu. In diesem Video zeige ich euch, wie ich mit Anfangsbetrag von $5 handle. Ich möchte diesen Betrag 1000 Mal erhöhen. Also ich eröffne Geschäfte heute auf der Grundlage der technischen Analyse. Das heißt, ich werde den Markttrend berücksichtigen, auf Unterstützungs- und Widerstandsniveaus achten und auch andere Momente berücksichtigen. Schaut euch dieses Video bis zum Ende an und seht, was ich am Ende bekomme. Außerdem könnt ihr etwas Neues und Nützliches für euch selbst lernen, was euch auch helfen wird, weiter zu handeln und zu verdienen. Wollen wir nun einen Blick auf den Chart werfen und die erste Position wählen. Ich habe das Niveau markiert, in dessen Nähe der Preis lange Zeit gehandelt wurde, aber nicht höher steigen konnte, und es gab einen Pullback im Chart. Wie wir sehen können, ist jedes Maximum auf dem Diagramm niedriger als das vorherige. Daher eröffne ich nach der Bildung des nächsten sinkenden Höchststandes einen Abwärtshandel für 3 Minuten. Nach der Eröffnung des Handels zeigt das Diagramm einen starken Rückgang, der während der gesamten Dauer des Handels fortgesetzt wird. Deshalb haben wir Gewinn gemacht. Danach setzte der Kurs seine Abwärtsbewegung fort und ist bereits unter den zuvor gebildeten Tiefstand auf den Chart gefallen. In Anbetracht des starken Rückgangs und des Durchbruchs des Niveaus denke ich, dass der Preis weiter sinken wird. Ich eröffne einen Abwärtshandel mit dem Betrag von $9 für 3 Minuten. Ich denke, selbst bei einem Handel in der Nähe des markierten Niveaus wird diese Zeit ausreichen, damit das Chart nach unten geht. Wie wir sehen können, bewegte sich der Preis nach unserem Einstiegspunkt in der oberen horizontalen Trendlinie, aber dann kamen langere rote Kerzen und so schloss unser Handel im Plus. Suchen wir uns die nächste Position. Es gab einen starken Pullback im Chart vom letzten Preistief. Und mehrere Kerzen schlossen über dem vorherigen Höchststand, doch dann begann der Preis wieder zu sinken mit festen roten Kerzen. Außerdem bildete sich eine Kurslücke auf dem Chart. Dies ist ein guter Indikator für die Fortsetzung des Abwärtsbewegung. In einer solchen Situation eröffne ich einen Abwärtshandel für 1 Minute. Letztendlich geht mein Szenario auf und wir machen Gewinn. Wie wir im Folgenden sehen können, hat sich der Preis ziemlich stark erholt. Der neue Höchststand war höher als der vorherige. Dies ist ein gutes Zeichen für die Fortsetzung des Kursanstiegs. Auf dem Chart ist dann ein Pullback zum Unterstützungsniveau zu erkennen. Wenn der Kurs von diesem Niveau abprallt, eröffne ich einen Aufwärtshandel. Mein Handelswert beträgt $29. Die Zeit beträgt 1 Minute. In dieser Zeit gibt es kein großes Wachstum, aber selbst eine solche kleine Aufwärtsbewegung reicht aus, um Geld zu verdienen. Mal sehen, wie die Marktsituation sich weiterentwickeln wird. Der Kurs hat das Niveau des vorherigen Höchststandes getestet und dann mehrere Kerzen haben bereits über diesem Niveau gefestigt. Wir haben eine Aufwärtsbewegung. Nach der Bildung eines neuen steigenden Tiefs eröffne ich einen Aufwärtshandel für 3 Minuten. Wie wir sehen können, neigt sich der Kurs zu einem anderen Niveau, von dem aus er bereits mehrmals korrigiert hat. Aber das hindert uns nicht daran, oberhalb des Einstiegspunktes zu schließen. Und wir haben wieder verdient. Wir sind also auf dem besten Weg, unser Ziel zu erreichen. Und jetzt suchen wir den nächsten Einstiegspunkt.
Nach der Aktualisierung des Höchststandes korrigierte der Kurs. Das nächste Maximum wurde auf demselben Niveau wie das vorherige gebildet und der Preis ging weiter in die Korrektur. In Anbetracht des allgemeinen Aufwärtstrends denke ich, dass sich der Chart weiter nach oben bewegen wird. Daher eröffne ich ab dem Unterstützungsniveau einen Aufwärtshandel. Von diesem Punkt aus kann der Preis zumindest bis zu den vorherigen Höchstständen steigen. Wie wir sehen können, wächst direkt nach unserem Einstiegspunkt eine große grüne Kerze auf dem Chart, die das Maximum aktualisiert und das nächste Niveau durchbricht und unser Handel schließt im Plus. Nun wollen wir sehen, was als nächstes auf dem Markt passiert. Nach einem starken Anstieg korrigierte der Kurs erwartungsgemäß vom Widerstandsniveau. Unter Berücksichtigung der stark zinsbullischen Stimmung auf dem Markt wähle ich den Einstiegspunkt des Handels auf dem Trend. Und nach der Bildung des nächsten Minimums eröffne ich einen Aufwärtshandel in Höhe von $171. Während dieser Zeit ist ein leichter Anstieg im Chart zu beobachten, der es uns ermöglicht, einen Gewinn zu erzielen. Außerdem sehen wir, dass der Preis noch nicht bereit ist, höher zu steigen. Nach einem kleinen Wachstum beginnt das Diagramm wieder zu sinken. In diesem Fall denke ich, dass wir versuchen können, Geld mit einem Pullback auf dieses Niveau zu verdienen. Ich eröffne einen Handel für 1 Minute. Natürlich war dies nicht der beste Einstiegspunkt eigentlich, aber wir konnten trotzdem unter unserem Einstiegspunkt schließen und mit diesem Handel Geld verdienen. Schauen wir uns nach der nächsten Position um. Einen starken Aufwärtsimpuls auf dem Diagramm. Der Kurs erreichte das Niveau des höchsten Punktes auf dem Diagramm und es ist sehr wahrscheinlich, dass es von diesem Niveau aus einen Pullback geben wird, da der Kurs von diesem Niveau aus zum ersten Mal in eine lange Korrektur überging. Es ist also unwahrscheinlich, dass der Kurs nach einem solchen Impuls sofort wieder ansteigt. Von einem höheren Punkt auf dem Chart aus eröffne ich einen Abwärtshandel mit dem Betrag von $568. Unmittelbar nach unserem Einstieg kommt es zu einem Abwärtsimpuls und dann bewegt sich der Chart nicht mehr viel weiter und wir sind wieder im Plus. Wie wir weiter sehen können, hat sich auf dem Markt ein Abwärtstrend gebildet. Der Preis bewegte sich etwa 10 Minuten lang in der horizontalen Trendlinie, dann ging er ein wenig höher. Wenn sich der Preis verlangsamt, eröffne ich einen Abwärtshandel für 1 Minute. In Anbetracht des allgemeinen Abwärtstrends und der Bewegung in der Nähe des vorherigen Höchststandes gehe ich davon aus, dass der Preis weiter sinken wird. Der Handelswert beträgt $1.000. Am Ende hat sich mein Szenario erfüllt und war gewinnbringend für uns. Ich bin nur noch ein bisschen von meinem Ziel entfernt. Ein paar weitere Geschäfte werden ausreichen, um $5.000 auf meinem Konto zu haben. Wählen wir also den nächsten Einstiegspunkt. Wie wir sehen können, hat sich der Chart lange Zeit in der horizontalen Trendlinie in der Nähe des Unterstützungsniveaus bewegt. Doch dann kam es zu einem Rücklauf mit Impulskerzen. Gleichzeitig gelang es dem Preis, über die vorherigen Höchststände zu steigen. In einer solchen Situation eröffne ich nach einer leichten Verlangsamung des Preises einen Aufwärtstrend mit der gesamten Summe des Kontos. Zu Beginn zeigt das Chart einen leichten Rückgang, aber dann steigt eine lange grüne Kerze auf und dieser Handel bringt uns Gewinn. An diesem Punkt fixiere ich meinen Gewinn und verlasse den Markt. Ich hoffe, meine Strategie hat euch gefallen. Versucht mal, Trades mit dieser Methode zu eröffnen und schreibt in den Kommentaren, ob es euch gefällt. Wenn ihr Handelssignale von mir erhalten möchtet, schreibt mir beim Telegram das Codewort Signale und ich füge euch hinzu. Gebt diesem Video Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch erfolgreiches Trading. Bis bald!